Die Mama und die Freundin haben mir ein paar Mal erzählt, dass sie selber geredet haben, wie, wenn ich frage und munter wäre, was jetzt mit den Füßen ist, was sie drauf sagen sollten. Und in dem Sinn, das Gute war, dass ich eigentlich beim Unfall nie weg war. Ich war ja immer voll da und habe das auch durch die Träume, glaube ich, schon voll gut verarbeiten können. Alle waren es rasante Träume, aber die haben mir da sicher einiges geholfen, das zu verarbeiten. Und wie ich munter geworden bin, ich habe das eigentlich sofort angenommen. Das hat sofort dazu gehört. Das ist jetzt auch so, das ist jetzt Standard X und mit dem müssen wir jetzt arbeiten. Irgendwann ist halt der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, nein, eine Familie mit Kind wäre schon cool, alles zusammen. Ui! 1, 2, 3, runterfallen. Ui! So, durch die Oma. Durch die Oma. Durch die Mama. Verspielt. Mama, schnell. Nachher bin ich auf Wiederholungsreha gewesen, in Doppelbad, weil, muss ich kurz erklären, beim Rollstuhlfahrer natürlich, ab der Gürtellinie bin ich gelähmt. Sprich, ich kann ein Kind auf normalen Wegen nicht zeugen. Das funktioniert nicht. Dann war ich in Doppelbad, dann habe ich mit der Urologin geredet, weil die einfach ein bisschen so eine Bezugsurologin ist. Und die hat mir empfohlen, in Klagenfurt Kinderwunschklinik. Dort sind wir dann vorstellig geworden. Dort haben wir das noch alles gemacht, dann hat es in erster Linie geheißen. Überhaupt kein Thema. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Also, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich so Papa sein muss. Oder muss, ist blöd gesagt. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, wo ist die Sophia? Und nachher sagt die Sophia, ich habe einen Papa daheim und dann fragen sie, ja, funktioniert das? Geht das? Geht das wohl? Aber es geht, ja. Ich tue halt mit ihr zum Beispiel. Mit dem Zuggerätl fahren wir zusammen, dann wir Viecherl schauen. Bei uns sind die ganzen, jetzt im Sommer sowieso die ganzen Kühe heraus und die Esel und wir haben die ganzen Bauern rundherum. Wir haben überall was zum Schauen und das funktioniert alles. Das Salzborn ist auch gut gegangen. Ja. Jetzt haben wir unser Eigenheim, was perfekt gerichtet ist, wo ich meine Hobbys auch ausüben kann. Wo ich auch riesengern im Garten und sei es nur Rosen trimmern, sei es Blumenbeet, so Sachen dahinwerken, gießen, Vollgas. Danke. Und halt trotzdem noch auch mit Rollstuhl der Herr im Haus und muss es halt so umbenetzen. Wir sind da im Bad. Das haben wir extra ein bodentiefes Fenster gebaut, damit der See schön aussieht, auch die traumhafte Aussicht zum Bach. Also das Hauptthema oder Haupthobby, was ich vorbei gehabt habe, so wie auch jetzt, ist natürlich die Feuerwehr. Natürlich schaut das Hobby jetzt viel anders aus. Früher bin ich Atemschutzgang-Einsätze gefahren, war ich bei den ersten Sekunden von einer Alarmierung dabei. Jetzt ist es natürlich so, dass sollte ich im Bett liegen, brauche ich natürlich eine Zeit, bis dass ich angezogen bin, bis dass ich in der Feuerwehr bin. Ich fahre auch nicht immer, ich
erstmal größere Sachen, weil sonst kann es mal passieren, dass ich nicht mitten in der Nacht bei der Feuerwehr ankomme und dann sind schon alle weg, dann ist schon wieder alles vorbei. Von der Feuerwehr habe ich auch einiges übernommen. Auch kurz vor dem Unfall habe ich einen Funkbeauftragten von Answeg übernommen. Einen Bezirksfunkbeauftragten habe ich jetzt vor einem halben Jahr circa übernommen. Das sind schon organisatorische Beiträge, was ich der Feuerwehr trotzdem noch leisten kann und für mich auch ein riesengroßes Hobby ist. Auch ein Hobby, was dazu gekommen ist. Ich bin natürlich mit dem Radl auch da aufgewachsen. Natürlich als Kind gleich einmal das Radlfahren gelernt worden. Und jetzt schaut das Radlfahren halt so aus, dass es ein Handbike ist. Du die Hände separat umsitzen musst in einem Radl. Das ist 2,5 Meter langes Gefährt. Aber das ist eben auch dazu gekommen, das Handbiking. Eines Tages, der 7. November, ist es so gewesen, dass der Spielturm, Kinderkletterturm, noch abgebaut. Und ich bin gerade, ein Podest haben wir schon abgebaut, sind wir gerade zum zweiten Podest umgegangen. Ich habe meinen Stehleiter genommen und sind wir umgegangen. Und steige auf die Stehleiter, auf die zweite, dritte Sprossen, das weiß ich nicht mehr genau. Tue den Kopf eben auf zu der Schrauben und sehe den noch. Und in dem Moment hat er geschrien: Achtung, der Turm fliegt. Und bin halt weggerannt und unter dem Wegrennen schaue ich noch so hinter über meine Schulter, wie ein Kopf retour tue, hat es einen Brenner, einen Schnitzer gemacht. Ich sage, wie wenn der Herrgott mir ein Watschen gegeben hätte, aber mit seiner Riesenkrasse und schon in den Asphalt rein. Auf alle Fälle haben sie den Hubschrauber geholt. Spätestens da ist bei mir ganz klar gewesen. Ich bin so Mitte Dezember munter geworden. Habe dann selber nicht recht gewusst, wie lange das im Tiefschlaf war. Ich bin vom Brustwirbel 10 bis Lendenwirbel 2, sprich über 5 Wirbel, versteift worden. Mit 2 Eisengestänge und die ganzen Schrauben noch der Reihe. Die Versteifung ist noch immer drinnen. In erster Linie einmal total ausgeliefert. Man hat einen Dauerkatheter, man muss im Bett seinen Stuhlgang verrichten, man muss gewaschen werden, man muss angezogen werden. In der ersten Linie ist man einmal scheiße, wie sie das jemals wieder hinkriegen. Abgesehen von der Familie, die was schon tagtäglich gekommen ist, sind zusätzlich die Feuerwehrkollegen, teils mit Feuerwehrbus umgekommen. Da ist zugegangen ab und zu. Das ist geil, das war echt geil. Ohne Familie keine Chance. Das werde ich nie vergessen, wie der Oberarzt zu mir gesagt hat: Schau nicht immer auf den Monitor, das ist dein Bub, da liegt er vor dir. In der Reha wird dann doch einiges gelernt, gezeigt. Und man wird sehr gut auf ein weiteres Leben wieder hergekriegt. Es ist einem doch wieder, oder mir auch doch wieder in guter Zeit gelernt worden, wie ich selbstständig durchs Leben komme, selber mit dem Rollstuhl mobil sein, auch Auto fahren, ist mir auch dort gelernt worden mit Handgas. Man hat das halt in der Reha extrem mitgekriegt. Ein Freizeitunfaller kriegt die benötigste Versorgung und der Arbeitsunfaller kriegt halt die bestmöglichste Versorgung. Man merkt schon gleich einmal, wenn man die Physio, wenn man mal eine Woche ausfällt oder was, merkt man gleich einmal, dass irgendwo ein Fuß gleich einmal mehr anfängt zu spannen, weil man doch bei der Physio flott Spitzfußprophylaxis machen. Oder generell, was mir extrem taugt, ist das Durchbewegen in der Hüften, wo man den ganzen Fuß durchbewegen, weil einfach die Bewegung ja fehlt, weil einfach den ganzen Tag von Liegen sitzen, was anderes ist ja bei mir nicht mehr. Und jetzt fehlt dann halt doch die gewisse Bewegung und das taugt mir halt voll, wenn die Physio da gescheit durchbewegt. Da irgendwie zieht es mir teils fast die ganze Haut ab, weil man ist so
Da oben, gerade wo es ein minimal Gespür, hat man halt ein besseres Gefühl für, wo man direkt voneinander gezogen wird. Und das fehlt mir echt. Jetzt bin ich 2 Jahre bei der Physiotherapie und bei der Praxis, so muss ich sagen. Jetzt sind es fast 5 Jahre. Stück für Stück kann man sagen, ist das runtergerutscht und mittlerweile spiele ich den ganzen Bauch. Barrierefrei ist nicht gleich barrierefrei. Einer, der was mit denen nichts zu tun hat, mit der Barrierefreiheit, keine Ahnung hat, was Barrierefreiheit eigentlich heißt. Wie ich vorher noch war in der Wohnung eben gesucht habe, eine barrierefrei, hat es oft seitens Gemeinde, seitens Freunde, seitens, ist wurscht wer, ja, die ist barrierefrei. Ja, barrierefrei ist nicht barrierefrei. Das ist ja so. Weil es muss die Dusche passen, es muss das Klo passen, ich muss im Schlafzimmer seitlich neben dem Bett hin. Es gibt leider einige, die sagen, du hast so ein riesengroßes Haus gebaut. Ja, aber in der Wohnung bin ich halt überall mit dem Rollstuhl gestraft. Die ganzen Wände waren schwarz, die überall gestraft, das hat mich geärgert. Und du hast dich nicht frei, ich habe mich nicht frei bewegen können. Für 61 Quadratmeter, da kann man gesagt, für eine Wohnung. Aber für mich war das halt oft ein bisschen ein Horror. So wie ich jetzt mein Reich mit der Freundin daheim gebaut habe, dann komme ich da 24 Stunden komplett selbstständig durchs Leben und kann auch wieder ganz selbstständig am Leben teilhaben. Bei der Feuerwehr hat es aufgeheißen, wir tragen die auf. Aber das willst du nicht. Und dann hat mir Gott sei Dank die Feuerwehr aus der Kameradschaftskasse einen Lift gezahlt, dass ich in die Funkzentrale aufhören kann. Das ist Goldes wert. Du musst durchbeißen, das ist ja so. Du kannst das Leben zum Durchbeißen. Das ist aber bei einem Gesunden genauso. Der muss genauso durchbeißen. Und es ist zwar ein leichtes, nein, ich würde nicht sagen Hindernis. Es ist kein Hindernis. Dann nehme ich den Rollstuhl und fährt über das Hindernis drüber. Der große Traum. Also ich habe mir, glaube ich, meinen allergrößten Traum mit der Tochter, mit der Familie, mit der Freundin, glaube ich, schon erfüllt. Und mein größtes nächstes Ding ist einfach, dass die Sophia so aufwachsen kann, dass sie gesund ist, dass alles passt. Ich glaube, ich möchte einfach alles nur der Sophia zuguten. Mir geht's gut, ich habe eine wunderhübsche Freundin. Die hat alles gemacht, auch die Family, super Family. Und ich glaube, ich möchte einfach nur, dass es den Kindern gut geht. Das ist mein Hauptding.